Sie haben verkauft und die Größten der Welt haben gleichzeitig gekauft. Nicht laut, nicht in einer Pressemitteilung, nicht in einem Breaking-News-Banner. Leise, systematisch, in Milliardenvolumen. Tech-Aktien, genau die, vor denen alle gewarnt haben, werden gerade wieder eingesammelt. Und die meisten Privatanleger merken es erst, wenn der Zug längst abgefahren ist. Willkommen bei Capital Mind AI. Ich bin Christian Rau. Heute zeigen wir euch, wie Smart Money wirklich denkt und warum der größte Vorteil institutioneller Investoren nicht ihr Kapital ist, sondern ihre Psychologie. Aber lass uns zuerst eines klarstellen. Smart Money ist kein Geheimbund, keine Verschwörung. Es ist eine Verhaltensweise. Wir reden von institutionellen Investoren, Hedgefonds, Pensionskassen, Banken, Menschen, die nicht mit eigenem Geld handeln, sondern mit Mandaten in Milliardenhöhe, mit Research-Teams, mit quantitativen Modellen. Konkret, BlackRock verwaltet über 10 Billionen Dollar, Vanguard über 8 Billionen. Diese Institutionen kaufen nicht impulsiv. Sie bauen Positionen über Wochen auf, manchmal Monate. Und genau das macht sie sichtbar, wenn man weiß, wo man hinschauen muss. Denn wenn so viel Kapital fließt, hinterlässt es Spuren. Im Handelsvolumen, in den Optionsmärkten, in den sogenannten 13F-Reports, die US-Fonds quartalsweise veröffentlichen müssen. Das ist kein Mythos. Das sind Daten. Anfang 2025 und noch bis weit in 2026 hinein war Tech ein heißes Eisen. Die Zinsen waren gestiegen, Wachstumsaktien wurden abgestraft. Die KI-Euphorie mündete in Ernüchterung, als klar wurde, Profitabilität kommt nicht über Nacht. Privatanleger verkauften. Der Fear and Greed Index Extreme Fear. Und was machte Smart Money? Es beobachtete. Denn institutionelle Investoren kennen eines sehr genau: den Unterschied zwischen einem strukturellen Problem und einer kurzfristigen Übertreibung. Wenn ein Unternehmen wie Microsoft oder Alphabet weiterhin zweistellig wächst, aber die Aktie 30% gefallen ist, dann ist das keine Katastrophe. Das ist ein Rabatt und Rabatte nutzt man. Stell dir Folgendes vor. Du gehst in dein Lieblingsrestaurant und die Preise sind plötzlich 30% günstiger als letzte Woche. Nicht, weil das Essen schlechter geworden ist, sondern weil gerade weniger Gäste kommen. Würdest du jetzt weniger essen gehen? Smart Money geht mehr essen. Das nennt sich antizyklisches Investieren. Es klingt simpel, aber es ist psychologisch eine der schwierigsten Übungen überhaupt. Denn wenn alle verkaufen, fühlt sich Kaufen falsch an. Dein Gehirn interpretiert fallende Kurse als Signal: Gefahr, raus hier. Aber genau das ist der Punkt. Warren Buffett hat es so formuliert: Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind. Das ist nicht nur ein kluges Zitat, es ist eine operative Strategie. Und genau das beobachten wir gerade. Aber warum gerade Tech? Warum nicht Energie? Nicht Pharma? Nicht Rohstoffe? Die Antwort liegt in den Zahlen, nicht in den Schlagzeilen. Nvidia hat in 3 Jahren seinen Umsatz verfünffacht. Microsoft Cloud wächst mit über 20% pro Jahr. Globale KI-Infrastrukturausgaben sollen laut IDC bis 2028 auf über 300 Milliarden Dollar steigen. Das ist kein Hype, das ist Infrastruktur. Denn KI braucht Rechenzentren. Rechenzentren brauchen Chips. Chips kommen von TSMC, Nvidia, AMD. Software läuft auf Azure, AWS, Google Cloud. Jedes Unternehmen, das wettbewerbsfähig bleiben will, muss investieren. Ob es will oder nicht. Das schafft strukturelle Nachfrage. Keine Mode, Bedarf. Und Smart Money erkennt den Unterschied zwischen einer Welle und einem Grundstrom. Also, was sehen wir konkret? In den letzten Quartalen zeigen die 13F-Reports großer US-Fonds eine klare Bewegung. Erhöhungen bei Halbleiteraktien, Aufstockungen in Cloud-Infrastruktur, neue Positionen in KI-nahe Software. Das Handelsvolumen in ETFs wie dem Invesco QQQ oder dem SOXX Halbleiter-ETF zeigt überproportionale Zuflüsse. Genau in den Phasen, in denen Retail-Anleger noch zögern. Kein Zufall, kein perfekter Einstieg, kein magischer Moment, sondern das geduldige Aufbauen einer Position über Zeit, während andere noch zweifeln. Und jetzt die unbequeme Wahrheit, denn Smart Money liegt auch daneben. Bewertungen sind in Teilen noch immer hoch. Der Markt hat Erwartungen eingepreist, die erfüllt werden müssen. Wer enttäuscht, wird abgestraft, schnell und heftig. KI-Investitionen brauchen Zeit, bis sie sich rechnen. Zinsen können wieder steigen. Geopolitische Risiken, Taiwan, Handelsstreit sind nicht verschwunden. Der Punkt ist nicht, kauf jetzt blind Tech. Der Punkt ist, versteh, warum Kapital fließt und prüf selbst, ob das zu deiner Situation passt. Denn das ist der eigentliche Unterschied zwischen strategischem Denken und impulsivem Handeln. Smart Money kehrt nicht zurück, weil Tech perfekt ist. Es kehrt zurück, weil es den Unterschied kennt zwischen einem guten Unternehmen in einer schlechten Phase und einem schlechten Unternehmen in einer guten Phase. Und der wichtigste Satz, den du heute mitnehmen kannst: Die Mehrheit liegt nicht deshalb falsch, weil sie dumm ist. Sie liegt falsch, weil sie zum falschen Zeitpunkt von der richtigen Emotion gesteuert wird. Schreib mir in die Kommentare: Hast du Tech-Aktien in der Korrektur verkauft und bereust du es heute? Oder hast du durchgehalten? Was hat dich geleitet? Ich bin Christian Rau von Capital Mind AI. Bis zum nächsten Mal.